Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Es geht weiter mit meiner Zwergenarmee. Bis jetzt gibt es ja nur eine kleine Gruppe Clankrieger, also müssen da unbedingt mehr her, um die Armee in einen spielbereiten Zustand zu versetzen. Elric blickte die Kasematte entlang. Die Armbrustschützen schossen auf den Wehrgang unter ihnen und die Orks hatten bereits begonnen, die Sturmleitern hinunterzuklettern. Hier oben war für sie ohnehin nichts mehr zu holen. Der Kampf auf diesem Abschnitt der Befestigungen von Karak Alnor war vorbei. Nachdem sich Elric und die anderen Krieger der Maschinistengilde zurückgezogen hatten, hatte Hauptmann Bofar die Haltebolzen herausgeschlagen, die schweren Granitblöcke waren heruntergesaust und hatten die Eingänge zur Festung versiegelt. Jetzt strömten die Orks vom Wehrgang, um ihre Kampfesdurst an einer anderen Bastion zu stillen. Durch die 3 schrittstarken Granitblöcke würden sie sich jedenfalls nicht mit ihren Spalters hacken können. »Wir marschieren ab«, kam Hauptmann Bofars Befehl. »Wir sollen zur Verladerampe gehen. Dort legen sie uns mit einer anderen Gruppe der Maschinistengilde zusammen und wir werden verlegt.« Elric seufzte innerlich. An den Verladerampen kamen die dampfbetriebenen Loren an, die für den Transport von Waren und Erzen eingesetzt wurden. Manchmal hängte man auch Wagen mit Sitzbänken an, um Zwerge zu transportieren. Es schien also schlimmer zu stehen, als sie alle angenommen hatten, wenn Regimenter zusammengelegt und mit Loren an andere Orte transportiert wurden. Bofar marschierte mit seinen Männern zum Sammelpunkt, wo bereits einige Kontingente der Maschinistengilde und andere Clankrieger auf neue Befehle warteten. Zwischen den Gruppen liefen Heiler der Valaya und kümmerten sich um die Leichtverwundeten. Elric und die anderen stellten sich zu den Kämpfern der Maschinistengilde und warteten. Lange mussten sie das allerdings nicht. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis ein Bote eintraf und mit dem Kommandanten des Sammelpunkts sprach. Dieser schickte den Boten weiter und kurze Zeit darauf hörten sie Hauptmann Bofars Stimme über den Lärm der Halle. »Herhören! Das 4. Regiment wird mit uns zusammengelegt und wir verlegen in die Hochtäler. Da oben steht eine Horde Grünhäuter und glaubt wirklich, die Südmauer überrennen zu können. Außerdem brauchen sie Hilfe, eine Batterie unter Beschuss in Stellung zu bringen. Wir werden voraussichtlich also erstmal unsere normale Arbeit verrichten und nur dann in die Kämpfe eingreifen, wenn es wirklich eng wird.« Snorri stieß Elric in die Seite. »Als ob man mal ebenso nebenbei eine Batterie unter Beschuss in Stellung bringen kann. So ganz nebenbei.« Elric schnaufte. Der Hauptmann ist nun mal Soldat und kein Mechanikus. »Und marschieren in einer halben Stunde zu den Dampfloren«, beendete Hauptmann Bofar seine Ausführungen. Wenigstens müssen wir nicht laufen, dachte Elric. Vom Sammelplatz hinter der vorderen Zitadelle würde es zu Fuß wenigstens 4 oder 5 Stunden dauern, bis sie die Hochtäler erreichten. Aber mit den Loren würde es höchstens halb so lange dauern. Die Dampfloren würden sie den ganzen Weg bis zu den Hochtälern ziehen. Die Technik war dabei relativ einfach. Die Loren wurden in einen dampfbetriebenen Kettenzug eingehängt und dann auf Schienen an ihren Bestimmungsort gezogen. Sobald eine Gefällstrecke erreicht wurde, konnte man die Loren aushängen und sie nahmen Fahrt auf. In ihrem Fall, dachte Elric, würden sie die meiste Zeit damit verbringen, gezogen zu werden. Aber es ginge immer noch schneller als Laufen. Normalerweise wurden Lebensmittel, Erze, Maschinen, aber auch Zwerge mit den Loren befördert. Durch die Veränderungen, die Heermeisterin Brindal eingeführt hatte, waren sie im Falle einer Belagerung in erster Linie für den Transport von Truppen und Nachschub reserviert. Dazu wurde ein Teil der großen Frachtloren umgerüstet und mit Sitzbänken versehen, die sich für den Rückweg in Liegen umbauen ließen, um die Verwundeten zu den Heilern zu bringen. Wahrscheinlich würden ihnen die ersten Verwundetentransporte auf dem Weg zur Südmauer entgegenkommen. Sie begaben sich zur Verladerampe, wo sie vom 4. Regiment, oder besser dem, was noch davon übrig war, erwartet wurden. Elric hatte gedacht, dass ihre Einheit Verluste erlitten hatte, aber vom 4. war noch weniger übrig. Snorri stieß ihn in die Seite. »Die hat es noch schlimmer erwischt als uns.« Einer der Krieger, dessen langer Bart von einer dünnen Schicht grauen Staub bedeckt war, hatte ihn gehört. »Ei, Söhnchen, das hat es. Wir haben eine Abteilung Bergwerker unterstützt und einen Mineneingang versiegelt, als plötzlich hinter uns der Stollen einbrach und eine Horde Grobi angriff. Wir haben die Mistkerle zu ihren stinkenden Göttern geprügelt und dann den Tunnel einstürzen lassen. Da kommt erstmal keiner mehr durch. Der Überfall hat uns den Großteil unserer Leute gekostet. Aber ihr seht auch nicht besser aus.« Elric nickte.
Wir waren am Haupttor eingesetzt, wollte er gerade fortfahren, als eine Reihe Loren an der Rampe hielt und Hauptmann Bofas Stimme über den Lärm ertönte. Ihr habt 2 Stunden Zeit, euch auszuruhen. Die Fahrt wird etwas holprig werden. Und haltet die Waffen bereit. Wir wissen nicht, was passiert. Die Zwerge bestiegen die Loren und nahmen ihre Plätze ein. Rumpelnd setzten sich die Fahrzeuge in Bewegung. Die Kettenzüge rasselten, als sie die vollbesetzten Fahrzeuge in die Tunnel zogen, die zur Südmauer führten. Elric machte es sich auf seinem Sitz bequem und lehnte sich zurück. Endlich etwas Ruhe. Das Ruckeln der Lore wirkte beruhigend und er wurde schläfrig. Er sah sich um und um ihn herum waren fast alle Zwerge eingeschlafen. Snorris Kopf lag an der Schulter seines Sitznachbarn und beide schnarchten um die Wette. Elric lachte leise in sich hinein und schloss die Augen. Es dauerte nicht lange, dann war auch er fest eingeschlafen. Los, aufwachen! Rissen ihn eine harsche Stimme und ein Rütteln an der Schulter zurück aus seinen Träumen. So lange konnte er doch gar nicht geschlafen haben, höchstens 5 oder 6 Augenblicke. Elric sah sich um. Sie waren bereits an der Rampe zu den Hochtälern angekommen. Das heißt, er musste mindestens 2 Stunden geschlafen haben. Nach und nach kam Leben in die Gestalten um ihn herum und sie stiegen aus und marschierten dem Ausgang entgegen. Als sie aus dem Berg herauskamen, blinzelten sie alle ins Sonnenlicht. Der Eingang zu den Tunneln lag in der Nähe der Südmauer. Sie war zwar noch ein gutes Stück entfernt, aber den Kampflärm konnten sie bereits hören. An einigen Stellen stieg auch Rauch auf, vermutlich dort, wo ihre Kameraden Öl oder Sand erhitzten, um die Orks damit zu begießen. Am Fuß der Mauer erkannte Elric eine Schlange von Zwergen, die von einem Depot aus Nachschub die Treppe hinaufreichte. Neben ihnen lag ein Berg aus Maschinentrümmern. So verbogen, wie die meisten Teile waren, konnte man die höchstens noch einschmelzen und neuen Stahl daraus machen. Von der Mauerkrone drang in unregelmäßigen Abständen das Donnern der Kanonen zu ihnen herüber. Als sie sich der Mauer näherten, konnte Elric immer mehr erkennen. Die Zwerge reichten Kanonenkugeln, Speerbündel und Pulverladungen die Treppe hinauf. Ihre Waffen lagen griffbereit daneben, so dass sie jederzeit die Treppe nach oben laufen und auf den Wehrgängen unterstützen konnten. So war die Streitmacht auf der Mauer ohne den Munitionsaufzug um bestimmt 1/4 geschrumpft, das auf den Wehrgängen aber auch dringend benötigt wurde. Auf die Unterstützung durch die Artillerie konnten die Verteidiger noch weniger verzichten, also hatten sie sich für das kleinere Übel entschieden und einen Teil ihrer Leute abgezogen und die Zwerge reichten in einem steten Strom den Nachschub nach oben. Maschinisten und Schmiede vortreten! Rief Hauptmann Bofa. Aus der Linie, in der sie angetreten waren, traten gut 1 Dutzend Zwerge hervor. Ich denke, ich muss euch nicht erklären, was unsere Aufgabe ist. Elric blickte auf den Berg aus verbogenen Stahlträgern und Streben. Aufgabe war gut, dachte er. Da musste ein vollständiger Neubau her. Er blickte die Mauer hinauf und betrachtete die Verankerungen, in denen der Aufzugsschacht verankert gewesen war. Die meisten sahen noch brauchbar aus. Wenn man da die Reste der alten Halterungen entfernte und ein paar neue Anker setzte, konnte man die sicher noch benutzen. Und wenn man die Arme, die die Plattform hielten, verstärkte, konnte man möglicherweise auf 2 der 4 Stützen, die den Schacht bildeten, verzichten. Genug Stahlteile waren hier, um einen provisorischen Munitionsaufzug zu bauen. Elric war so tief in seine Gedanken versunken, dass er erst gar nicht bemerkte, wie ihn Hauptmann Bofa ansah. »Elric, du bist der letzte ausgebildete Maschinist aus unserem Zug. Sieh zu, dass der Aufzug innerhalb der nächsten Stunden funktioniert. Die Munition muss schneller auf die Mauer hoch. Ein Kontingent von uns war bereits hier. Leider haben sie einen Volltreffer abbekommen, bevor sie ihre Arbeit machen konnten.« Wie um Bofas Worte zu unterstreichen, kam von der Mauerkrone der Ruf: Sie versuchen es wieder mit Leitern! Die Kette aus Zwergen löste sich auf, die Pulverbeutel, Kugeln und Speerbündel wurden abgelegt und die Zwerge rannten mit gezogenen Waffen auf die Wehrgänge. Also gut, rief Elric. Als erstes muss der Schrott weg. Alle Teile, die noch brauchbar sind, kommen links neben den alten Aufzug. Der Schrott nach rechts. Wir bauen eine Hebeplattform, die mit 2 Führungen auskommt. Die wird dann zwar etwas weniger Gewicht tragen können, aber besser als nichts. Snorri, wenn die Gilde hier war, dann muss auch Ausrüstung hier sein. Wir fangen damit an, die Reste der Halterungen abzubauen. Dann setzen wir neue Anker in die Mauer. Wenn noch etwas von der Ausrüstung überlebt hat, wird uns das die Arbeit erleichtern. Die Zwerge sahen einander kurz an. Dann liefen sie los und der Großteil von ihnen begann, den Trümmerberg abzutragen, während andere losliefen, um eine provisorische Schmiede zu errichten. Elric zog eine kleine Wachstafel aus seinem Beutel und begann damit eine Zeichnung und Berechnungen anzufertigen.
Damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen und das nächste Kontingent Clankrieger ist fertig. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.